seid ihr auch noch gut drauf, so ein Scheiße. Schieß den Ball ins Haus, gibt einen Meter. Läuft alles? Wir fragen mich nach dem Spiel. Ja, ja! Aus. Ich bin Lars Ricken, Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund. Ja, geboren bin ich in Dortmund, im Dortmunder Norden. Da bin ich dann auch aufgewachsen, in Dortmund-Brechten. Meine fußballerische Laufbahn habe ich bei TuS Ewing-Lindenhorst angefangen. Es ist ein kleiner Ort direkt neben Brechten. Ja, unter anderem auch Michael Zorc, Stefan Klos haben dort gespielt. Mein Vater hat selber früher für Borussia Dortmund im Jugendbereich noch gespielt, so mit so Legenden wie Hobby Kurat zusammen. Ja, mit dem bin ich immer ins Stadion gegangen. Hier um die Ecke ist Polizeipräsidium, das weiß ich noch, da haben wir immer geparkt, sind dann zum Stadion gegangen. Da dachte ich so mit 6, 7, 8 und haben uns aufs Spiel gefreut, haben darüber geredet, was wird wohl passieren, wie ist der Gegner drauf. Dann zusammen das Spiel auf der Südtribüne geguckt, nach dem Spiel Noten verteilt. So, und das war halt die enge Verbindung, die ich zu meinem Vater hatte. Borussia Dortmund ist mein Anker, meine Heimat. Ich glaube, ich als gebürtiger Dortmunder darf das sagen, ohne dass das floskelhaft wird, weil ich bin als Kind bin ich mit meinem Vater ins Stadion gegangen. Als ich dann so 14, 15 war, mit meinem leider inzwischen verstorbenen Bruder, bin ich ins Stadion gegangen. Der war 5 Jahre älter als ich, in der Dortmunder Nordstadt immer irgendwie, Schäffelchen hieß das, in eine Kneipe gegangen, haben da geschockt, Bierchen getrunken. Ich habe mitgemacht, allerdings mit einer Apfelsaftschorle und bin mit denen dann ins Stadion gegangen. Dass ich da dann irgendwann mal selber spielen durfte, das erste Mal mit 17, war natürlich für unsere ganze Familie, hat uns das natürlich extrem stolz gemacht. Gucken, wie wir uns da gleich reinschleichen. Ich weiß nur, wie ich sein möchte und ich möchte einfach verlässlich sein. Ja, für meine Familie, für meine Kinder, aber auch für die Mitarbeiter, für meine Freunde. Dass sie wissen, wo sie dran sind, dass sie wissen auch, wenn es mal nicht so einfach ist, bin ich jederzeit für sie da. Also der Weg zum Stadion ist insbesondere mit meinen Kindern immer noch ein ganz besonderer. Weil früher, als ich mit meinem Vater ins Stadion gegangen bin, haben wir mal irgendwie so 10 Minuten vom Stadion am Polizeipräsidium geparkt und sind dann zum Stadion hingegangen. Dann hast du von der Ferne schon die Flutlichter gesehen und so und die Vorfreude stieg. Und wenn ich jetzt mit meinen Kindern halt ins Stadion fahre, wenn die gelben Pylonen sehen, dann rasten die halt schon aus. Ja, und das erinnere ich mich halt so an meine Jugend, wie ich das damals wahrgenommen habe. Vor, 40 Jahren, als ich ins Stadion gegangen bin. Also deshalb, gerade wenn ich mit meinen Kindern ins Stadion gehe, das ist immer noch ganz besonders. Hello. So, das ging schnell, 10 Minuten. Ja. Okay, bitteschön. Hallo. Hallo. Vorsicht! Entschuldigung. Hi. Felix. Viel Erfolg. Männer, viel Erfolg. Tag den. Hi. Grüß dich. Alles gut? Na klar, bei dir. Ja, vorm Spiel ist immer alles gut. Die Frage ist immer, wie es nach dem Spiel ist. Das stimmt, da hast du recht. Ja. Da hast recht, ja. Jetzt seid ihr auch noch gut drauf, so ein Scheiße. Gutes Spiel, ne? Ja. Ach, da ist er. Ah, hi. Ist auch eine Kamera dabei. Ne? Läuft alles? Aufstellung gerade gesehen. Ist gut. Ja gut, ist ja die gleiche mehr oder weniger wie gegen Leverkusen. Puto rein.
Ja, außer Kuto für Riasson, aber sonst ist Leverkusen, also wie wir in Leverkusen aufgestellt. Ja, genau. Ja, gut, wenn man immer irgendwie gefühlt eine gute Aufstellung, gute Bank. Emre hat ein paar Probleme gehabt, ne? Sagte Nico. Körperlich jetzt? Ja. Also jetzt nichts so. Das ist ein bisschen ein guter Spieltag für uns. Müssen wir nur verändern jetzt. In der Regel verkacken wir es dann. Ne? Gehst du rein oder? Ja, ich gehe einmal kurz Ich geh mal runter. Ja. Bis gleich. Ja. Halbzeit Männer. Also ich bin in der Regel immer sehr optimistisch, aber je näher es dann zum Spiel geht, umso mehr Zweifel kommen dann auch auf. Und wenn du dann deine Abläufe hast, dann beruhigt das ein bisschen die Nerven. Hallo zusammen. Ein ganz altes Trikot. Darf ich euch das überreichen? Ja. Als Dankeschön für die 25 Jahre. Vielen Dank. Hallo, grüß dich. Ja, dann danke für Ihre Treue. Ja. Auf die nächsten 25. Auf jeden Fall. Und wir haben uns damals mal gesehen, da haben wir gespielt in Rom. UEFA-Pokal, da hattest du noch dein Abitur vor dir, da saßt du da, Ja. warst am Pauk auf dem Rückflug. Auf dem Rom war das? Ja, Okay. in Rom, Ja. Rom. Cheffe. Notierst du? Ja, sicher. Ja? Ja, sicher. Sicher? Endlich mal wieder. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Pass mal auf. Kopenhagen, Ja? 4 Tore? 4 Tore. Mehr habe ich noch nicht kommentiert. Ja. Also gutes Zeichen. Oder? Ja. Na gut. Gutes Spiel. Wünsche ich euch auch. Herr Aufsichtsrat. Viel Glück. Glück brauchen wir nicht. Ja. Wieder große Fresse. Danke. Läuft alles? Frag mich nach dem Spiel. Hallo. Ja, ich sitze auf der Haupttribüne, ziemlich in der Mitte. Wir haben da ja unsere Reihe, Geschäftsführung und ein paar Direktoren, ein paar Aufsichtsräte sitzen da auch noch. Also ein viel besseres Blick auf ein Spiel kann man, glaube ich, nicht haben. Was bei uns noch das Besondere ist, wir haben direkt vor uns noch einen Monitor stehen, wo wir natürlich dann auch die ganzen Zeitlupen oder wenn der Fahrer irgendwie angreift, das können wir dann auf unserem Monitor sehen. In dem Moment, wenn ein Tor fällt und der Schiedsrichter dann aber noch überlegt oder sich dann das Tor nochmal anschauen muss, drehen sich gefühlt die ersten 2, 3 Reihen vor uns, drehen sich alle um und fragen dann oder gucken zumindest fragend, war da was, zählt das Tor, ihr seht das doch in der Zeitlupe. So, und ab und zu sagen wir dann 100%ig Tor, aber da entsteht schon so eine gewisse Erwartungshaltung. Also, und das haben wir natürlich, den Vorteil haben wir eben, dass wir direkt vor uns im Monitor stehen. Matthias, so weitermachen. Hau mal einen raus. Also ich könnte die 90 Minuten komplett schweigend erleben. Also weil ich so konzentriert, fokussiert bin. Also hätte ich überhaupt kein Problem mit. Neben mir sitzt Matthias Sammer ja auch. So sieht man ja auch oftmals im Fernsehen, wie wild gestikulierend er dann da sitzt. Und natürlich gehst du dann ab und zu auch mehr mit ihm dann in Diskussion. Oder neben mir Carsten Kramer auch sehr emotional. Ja, rein damit, richtig. Gut. Ja, ja. Aus. Wenn er den nicht, bin mal gespannt. Schieß den Ball ins Aus, gibt einen Meter. Ja! Ja! Fantastisch! Das war schon gut gemacht von Kuto. Jetzt noch ein guter Lauf. Ist ja überragend. 43. Spielminute. Unabhängig, ob gewollt oder nicht gewollt.
andere Positionen, man ist durch weit besetzt. Der Ball kommt da hin, geht wieder. Das ist genau zu statisch. Das ist einfach so. Und ein bisschen Bewegung, ein bisschen Positionstauschen. Wenn die es so mannbezogen spielen, dann schaffst du die Vorteile. Also besser kannst du es vom Torwart bis zum Tor nicht spielen. Leg mir am Arsch. Vom Torwart wirklich bis zum Tor. Alles richtig gemacht, eigentlich kein Zweikampf geführt, ja, und trotzdem schießt du das Tor nur durch Kombinationsspiel. Das Tor hat mich wirklich begeistert. Gut. Gutes Spiel. Ja. Wir sind zumindest mal gut aus der Halbzeit. Und vor. Zweiter Pfosten. Oh nein, ey. Der zweite Pfosten ist Ich meine, wir sind ja alle dumm. Also das ist doch logisch, wenn der den Ball dahin spielt, dass er den auf den zweiten Pfosten bringt. der Elfer. Zentrum. Da stehen aber auch nur 2 Mann frei. Ey. Boah. Ja! Ah, schon wieder ein Kuto. Die reklamieren die Situation. Nee, Foulspiel. Das war geil. Aber das ist keine Situation zum Eingreifen. Also ich könnte die 90 Minuten komplett schweigend erleben. Ja, ich habe das vor dem Spiel gesagt, aber ich habe gemerkt, ich glaube, weil ich drauf geachtet habe, ist nicht ganz so. Und neben mir Matthias, der wusste, dass ich ein Mikrofon habe, deshalb hat er sich wahrscheinlich ein bisschen zurückgehalten. Aber wir merken, wir diskutieren dann natürlich immer und haben vor uns den Bildschirm und können uns alles nochmal angucken. Deshalb geht es dann doch emotionaler zu, als ich vorher gedacht habe. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Der will dich schon, damit die alle am Dienstag, nee, wann spielen wir Mittwoch? Damit die alle am Mittwoch spielen können. Weil die auch den Ball nach vorne, ey. Ja, super nicht, aber 3 Punkte. Ja, das war jetzt heute keine magische Nacht. Da müssen wir nicht drum herum reden. Aber gegen einen starken Gegner souveränen Sieg. Und wenn nach dem Spiel dann erstmal die Fans mit den Spielern feiern, natürlich ein gutes Zeichen. Aber sie haben dann auch gerufen Europapokal. Das heißt, sie freuen sich auf das nächste Spiel in 3 Tagen und das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch, Männer. Hör mal, das 1-0 war das beste Tor in dieser Saison. Also, da hat alles gepasst. Dein Tor bei Elfmeter hätte aber nicht gezählt, oder? Den hast du zweimal getroffen, oder? Den hast du zweimal getroffen mit dem rechten. Ich weiß gar nicht, ich hab ihn aber dann also er ging gut weg, aber ich war richtig stark, ja. Ja, ich glaube, du triffst noch deinen rechten Fuß. Weil der hinter mir hat mir bis Angst. Druck gemerkt, ne? Ja. Weg. Glückwunsch. So, hier. Werde ich noch ein bisschen Fernsehen gucken, mir wahrscheinlich das Spiel noch von heute Mittag angucken, Hamburg gegen Bremen, dann auch so langsam ins Bett gehen, weil morgen geht es dann auch direkt weiter, 6:20 Uhr
klingelt der Wecker, Kinder in die Schule bringen, dann nach Frankfurt. Dienstag dann von Frankfurt fahre ich nach Düsseldorf, weil dann ein Termin bei Vodafone ansteht. Mittwoch wieder Spiel, also es geht immer so weiter, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres, insbesondere dann, wenn man seine Spiele gewinnt.